Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es einmal um die Begriffsverwirrung und die Auflösung der Begriffsverwirrung der Worte Ich, höheres Selbst und Sein. Manchmal lesen wir etwas, dass wir uns an das höhere Selbst wenden können oder dass das höhere Selbst etwas besser weiß oder besser kann als ich oder dass das höhere Selbst ein Zwischenhändler ist vielleicht zwischen mir und dem Sein oder so ähnlich. In Wahrheit existiert sowas wie ein höheres Selbst nicht, weil Trennung nicht existiert. Natürlich können wir, um eine Vorstellung zu bekommen, wie das Ganze hier abläuft, solche Begriffe nutzen. Es wäre natürlich hilfreich, wenn wir dann auch wissen, wovon wir sprechen. Ich nehme hier oft das Beispiel von der Welle und dem Meer. Wenn wir beispielsweise ein Gebet sprechen, dann spricht die Welle zu dem Ozean. Dann spricht der kleinere Ausschnitt oder die kleinere Essenz, der kleinere Essenzanteil zu dem ganzen Großen, was die ganze Intelligenz besitzt und die ganze Intelligenz auch erschafft. Also insofern wirkt dann auch ein Gebet, weil die Welle zum Ozean spricht, dass sie selbst ist oder der sie selbst ist, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Im Grunde ist das also ein Selbstgespräch. Und wenn wir jetzt noch da eine weitere Instanz reinfügen, das höhere Selbst, ist die Verwirrung im Grunde komplett. Und wenn wir daran glauben oder gar nicht durchsinieren, um was es sich da handelt, also wenn wir gar nicht da in die Tiefe gehen und mal nachschauen, kann es denn sowas geben, sind wir im Grunde auf einem kleinen Irrweg. Dann wird das einfach so nachgekaut, das höhere Selbst, und das kann man ja hier und da ja auch lesen, und ich wende mich an das höhere Selbst oder mein höheres Selbst macht das so, und schon hast du aus dem, was du in Wahrheit bist, eine kleine Objektsache gemacht, ein kleines Objekt. Du hast aus dem Ganzen etwas Persönliches gemacht. Mein höheres Selbst macht das so und so. Oder mein höheres Selbst weiß es besser. Dieses höhere Selbst ist aber das Sein. Man kann also den Ausdruck höheres Selbst streichen im Grunde und durch Sein ersetzen, durch das, was du in Wahrheit bist, weil es auch keine Trennung gibt und es gibt noch nicht mal im Grunde Übergänge von dem einen zum anderen. Das scheint so zu sein. Natürlich ist die menschliche Form hier viel manifester und grobstofflicher als nur die reine Essenz, vollkommen klar. Aber in Wahrheit gibt es noch nicht einmal diese Übergänge. Das ist alles irgendwie ein bisschen Schall und Rauch. Wenn du also sagst oder glaubst oder auch manchmal irgendwo erklärst, ich wende mich an mein höheres Selbst, würde ich ein bisschen achtsamer werden, denn die Wortwahl ist falsch und es führt dich selbst in die Irre, liebes Sein, das Sein, das du bist. Dann glaubst du an eine Trennung, vielleicht dann sogar an eine Dreispaltung in deine wahre Natur, in das kleinere Ich und in das höhere Selbst. Du bist nur das eine Einzige und du sprichst immer nur mit dir selbst. Und aus der Ich-Perspektive, aus der persönlichen Perspektive kann man natürlich das machen und sagen, das sagte ich vorhin ja schon, also wie ein Gebet oder Sprechen zu dem Höheren, sich an das Höhere wenden, aber bitte immer in dem Gewahrsein, dass es du selbst bist, liebes Sein. Das höhere Selbst ist keine Zwischeninstanz zwischen dem, was du in Wahrheit bist, weil in einer vollumfänglichen Einheit, in einer vollumfänglichen Ganzheit Trennung nicht existiert und es keine anderen Instanzen außer dir selbst gibt. Die kommen natürlich in anderen Formen hoch, sie erscheinen in anderen Formen, das scheint scheinbar so zu sein. Und da du eine unendliche Schöpferkraft hast, liebes Sein, von dem du aber in dieser Menschenform nicht vollkommen Gebrauch machen kannst, weil eben diese Menschenform hier scheinbar begrenzt ist, kann es so sein, dass du das Gefühl hast, dass du dich an ein höheres Selbst wendest. Aber im Grunde ist das alles eine Illusion. Du wendest dich nur an dich selbst. Immer wieder warne ich davor, Begrifflichkeiten einfach so aufzuschnappen und dann in einen spirituellen Kontext zu setzen, von dem man gar nicht genau weiß, was er eigentlich wirklich bedeutet. Und dann reicht es manchmal schon aus, sich nur mal ein paar Minuten hinzusetzen und die Konsequenzen zu überlegen, was es bedeutet, wenn keinerlei Trennung existiert. Dann fallen ja ganz viele Konzepte im Nu weg. Und das betrifft im Grunde alle spirituellen Konzepte, außer vielleicht das letzte Konzept, das sagt, ich bin das eine Sein. Aber da es ja sowieso jetzt schon so ist, muss das noch nicht einmal so benannt werden.
mit diesen Gedanken oder mit diesem Satz, ich bin das eine Sein. Natürlich bin ich das eine Sein, das du auch bist. Ist das eine und dasselbe. Und zu Erklärzwecken oder um einen gewissen Wegweiser zu geben, kann man das sagen, aber in der letzten Erkenntnis ist auch das überflüssig, denn es ist ja schon das eine. Hier würde ich jetzt niemals sagen, der Dirk würde niemals sagen, ich wende mich an mein höheres Selbst, um irgendwas zu bekommen oder etwas zu besprechen oder um etwas zu bitten oder um etwas zu beschleunigen oder sonst was. Hier wird permanent erkannt, dass ich das eine Sein bin, dass ich das bin, was jetzt ist. Drumherum gibt's gar nichts. Das bist du natürlich auch. Und das reicht. Und diese Erkenntnis der Einheit oder anders gesagt, dieses Seinsgefühl des Einsseins bringt auch einen super Vorteil, seelische Heilung. Es bringt auch, es ist kein Muss, aber es kann sein, körperliche Heilung. Man wird also im Ganzen ganzer und heiler. Heil und ganz ist im Grunde dasselbe. Und deswegen ist es oft so, dass wenn das Sein sich in der Menschenform dort als Sein erkannt hat, dass Heilung geschieht. Das ist nicht immer der Fall, aber es passiert sehr häufig. Und wenn es nicht passiert, ist es viel einfacher möglich, trotz einer Herausforderungen, auch wenn es körperliche Herausforderungen sind, damit umzugehen. Und das ist ein wunderbarer Motivator, wie ich finde, dahin zu streben und die ganzen Dinge, die du vielleicht noch glaubst oder in dir trägst als spirituelle Konzepte, die sich vielleicht bis jetzt bewährt haben, das weiß ich nicht, über Bord zu werfen und in Richtung Einheit zu gehen. Das ist das Allerwichtigste, die Einfachheit deiner Essenz zu erkennen. Das Ego verabscheut das, es liebt Komplexität, Kompliziertheit, es will immer mehr Wirrwarr erschaffen, sich darin verstricken und sich im Grunde dadurch wie ein riesiges Gestrüpp verbreitern und wuchern. Das ist aber nicht deine wahre Natur. Es ist für das Ego selbst, das wie so ein Perpetuum mobile, wie ein Teufelskreis, extrem spannend, sich selbst in seinen eigenen Erfindungen oder Wahnvorstellungen zu verfangen und das gut zu finden, also in Meinungen zu verharren und noch eine andere Meinung da drauf zu kleben oder zu sagen, ich bin jetzt ja so gebildet, ich habe meine alten Meinungen durch neue Meinungen ersetzt. Es liebt aber immer noch weiterhin dieses Gestrüpp und ergötzt sich daran. Und das hat mit der Einfachheit des Seins oder anders gesagt mit deiner wahren Essenz nur sehr wenig zu tun. Natürlich beinhaltet das eine Sein das ganze Spiel und das Ego-Spiel, aber ich habe das Gefühl, du möchtest ja aus dieser Box raus, oder? Und wenn wir in dieser schwarzen Box sitzen, so nenne ich das manchmal, ist wie ein Kasten, hast du natürlich zunächst gar keine andere Wahl, als nur diesen Kasten zu kennen. Also man schaut sich um und denkt sich, das ist meine Welt, das ist auch meine spirituelle Welt, da sind die oberen Konzepte, da sind untere Konzepte, das sind sozusagen die Begrenzung meines Daseins hier. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das Gefängnis des Geistes, in dem du vielleicht dich noch befindest, auszuschmücken mit neuen oder besseren Tapeten, sondern es geht darum, dass eine, ich nenne es mal so brachial, eine goldene Axt von oben kommt oder von irgendwo und diesen schwarzen Kasten durchbricht, von außen sozusagen. Das ist jetzt nur eine Analogie, so ist es ja nicht in Wirklichkeit. Es geschieht auf einer energetischen Ebene, zwar aber vielleicht nicht in Form einer goldenen Axt. Also es bricht auf einmal auf und erst dann kommt etwas in diesen Kasten, in diese begrenzte Sichtweise hinein oder anders. Du steigst auch, liebes Sein, aus dem Kasten zum ersten Mal aus und kannst ihn dann von oben zum ersten Mal sehen. Und dann kommt das große Lachen, weil du erkennst, dass du dich mit einer ziemlichen Kleinheit, aber auch vielleicht in einer raffinierten Kleinheit verwechselt hast. Denn in sich kann es sehr gut sein, dass die Konzepte innerhalb des Kastens stimmen. Aber sie stimmen nicht absolut. Und diese Vergleichsebene, diesen Vergleich, den wahren Vergleich, hast du erst, wenn dann die Bereitschaft ist, das aufbrechen zu lassen und zu sagen, ich lasse mal alle meine Meinung über Bord oder lass die mal weg. Ich lasse mich auf was ganz Neues ein, selbst wenn mir das Angst bereitet für eine Zeit. Angst ist in dem Fall ein guter Hinweis. Normalerweise sage ich immer, Angst ist kein guter Berater, aber im Spirituellen ist es manchmal so, dass der Weg dort ist, wo auch die Angst sitzt. Denn das ist die Angst des Egos vor der Auslöschung, die Angst des Egos vor der Vernichtung. Und wenn das auftritt und es dir eng wird, dann kannst du schon ahnen, dass du in einer gewissen Weise auf dem richtigen Weg bist. Denn das Ego, der Apparat, das ist eine Spielabmachung,
wehrt sich mit Händen und Füßen gegen seine Verkleinerung oder gegen seine Auflösung. Und das erzeugt natürlich dann Angst. Wenn man sich also mit dem nur identifiziert, ich bin nur das kleine Ding und das kleine Ding soll weggehen oder sich zumindest stark verschmälern, macht das Angst. Also der Körper reagiert mit Angst. Du, liebes Sein, bist im Grunde vollkommen unberührt davon und kannst das Angst haben sogar mit einem Lächeln wahrnehmen. Das höhere Selbst, das ist ein Ausdruck von Trennung und man kann es benutzen, aber bitte nur für eine Weile und dann ersetze es durch deine wahre Natur. Ersetze dich durch das Sein, das du bist. Dazwischen gibt es nichts. Und darunter gibt es auch nichts. Auch nicht das Ich und die Person. Selbst wenn es so scheint. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und vielleicht magst du unten auf diese Glocke drücken und auch den Kanal abonnieren, denn das würde mir sehr helfen, dass ich hier weiter wirken kann. Danke und bis bald.